Zugeschaltet ist jetzt Dr. Moritz Brake. Er ist Experte für maritime Sicherheit. Schönen guten Tag, Herr Brake. Ja, schönen guten Tag. Also nun stehen Russland und die Ukraine vor dem Abschluss einer Waffenruhe im Schwarzen Meer. Wie bewerten Sie das? Ja, also grundsätzlich ist natürlich eine Waffenruhe erstmal von Vorteil, wenn wir uns diesen grausamen Krieg anschauen. Aber Russland ist in keinster Weise zu trauen. Das heißt also, wir sind hier in einer Situation, wo wir sehr, sehr, sehr wachsam sein müssen und auf keinen Fall unsere Anstrengungen reduzieren. Welche Bedeutung hat denn das Schwarze Meer überhaupt für den zivilen Schiffsverkehr und auch strategisch? Ist natürlich ein strategisch wichtiger Punkt, besonders für die Anrainerstaaten, also sowohl für Russland als auch für die Ukraine, der Zugang für weite Teile ihres Landes, für die Ukraine, der einzige Zugang zum Meer und damit zum Welthandel, auch zu wichtigen Versorgungsgütern, aber auch für den Rest der Welt besonders wichtig, wenn wir uns angucken, dass in der Ukraine in diesem Jahr etwa 25 Millionen Tonnen an Getreideproduktion erwartet werden, die für den Weltmarkt dringend gebraucht werden. Das ist also auf jeden Fall der Ernährungsanteil der ärmsten Milliarde der Bevölkerung auf der Welt, wenn man das einfach mal runterbricht, für etwa einen Monat Ernährung, wo wir sofort Effekte auf dem Weltmarkt sehen, wenn das wegbricht. Das heißt, was würde es im Umkehrschluss bedeuten, wenn sich da tatsächlich jetzt auf eine dauerhafte Waffenruhe geeinigt würde? Ja, grundsätzlich wäre es begrüßenswert, wenn Russland sich öffnet für ein konstruktives, produktives Miteinander, wobei wir davon in keinster Weise ausgehen dürfen. Das heißt, so alles das, was auch in den letzten Wochen auch mit einem Präsident Trump an der Macht zu sehen gewesen ist, deutet darauf hin, dass Russland hier ganz klar gegen unsere Interessen agiert und sich auch jedes Zugeständnis abbringen lässt. Und wir müssen höllisch aufpassen, dass wir keine Zugeständnisse machen, die anschließend zu noch viel größeren Risiken führen. Das heißt also, hier muss unsere Wachsamkeit groß bleiben. Wir müssen die Ukraine voll unterstützen und darauf achten, dass eben auch hier Russland diese Lücken nicht ausnutzt. Und gleichzeitig ein weiterer Punkt natürlich entsteht hier in diesen Verhandlungen. Das, was hier auch mit, ich sage mal, im Raume steht, wenn wir über Versicherung von Schiffen nachdenken, über mögliche Inspektionen von Schiffen für den Fall, dass sie für militärische Zwecke missbraucht werden, gibt uns dieses Abkommen möglicherweise Handhabe, um gegen Schiffe der sogenannten Schattenflotte vorzugehen. Und das ist ein Thema, ich bin gerade aktuell in Marseille hier auf der Konferenz der Europäischen Maritimen Akademien, was natürlich alle in Europa sehr massiv beschäftigt. Und die Risiken für unsere kritischen Infrastrukturen, die Risiken, die durch die russische Schattenflotte entstehen, aber alles im Gesamtbild die Risiken, die uns durch Russland drohen. Warum gelingt es denn bislang nicht, diese Schattenflotte unter Kontrolle zu halten bzw. das zu unterbinden? Nun ja, grundsätzlich ist die Freiheit der Schifffahrt und der hohen See ein hohes Gut für uns. Aber wir müssen hier nicht tatenlos zusehen, wenn vor unseren Augen hier schreckliche Dinge vorbereitet werden oder durchgeführt werden. Das heißt also, auch hier haben wir sowohl rechtliche Handhabe als natürlich auch das grundsätzliche Recht als Staaten, auch in Europa, aber auch Deutschland für sich genommen, die eigenen Interessen zu wahren. Und das schließt auch Maßnahmen gegen die Schattenflotte ein. Also gerade auch übrigens auf Basis von geltenden Umweltschutzrichtlinien, die für Deutschland bindend sind und auch für andere Staaten bindend sind, die Teil des internationalen Seerechts sind, die uns die Möglichkeit geben, gegen diese Schiffe auch ganz klar vorzugehen. Doch wird bislang nicht so wirklich aktiv dagegen vorgegangen. Woran liegt das Ihrer Meinung nach? Nun, es liegt grundsätzlich daran, dass wir jeden Einzelfall prüfen müssen. Ein Schiff, was in einem Jahr sich redlich verhält, kann im nächsten Jahr Teil der Schattenflotte sein. Andere Schiffe weisen vielleicht einige Verdachtsmomente auf und andere wiederum, da ist der Fall relativ klar sozusagen. Die sind bereits auf schwarzen Listen und sobald wir in die Möglichkeit kommen, sobald sie in unsere Nähe kommen, in europäischen Gewässern, dann passieren auch Dinge. Und dazu gibt es ja eben auch Maßnahmen, die zu beobachten gewesen sind in den letzten Monaten. Und wichtig ist, dass wir da eine klare Position entwickeln. Und da dient auch eine Konferenz wie hier, das gemeinsam zu tun und das dann auf Regierungsebene gemeinsam auch durchzusetzen. Auf europäischem Niveau, aber natürlich auch auf Ebene der NATO. Hoffen wir, dass das gelingt. Dr. Moritz Brake, danke schön für das spannende Interview. Ja, sehr gerne.